Good morning to everyone. Guten Morgen euch allen. It's good to be with you again today. Schön, dass wir heute wieder zusammen sein können. I would like to talk to you a little bit about the origin of life. Ich möchte zu euch sprechen über das Thema der Ursprung des Lebens. I'm not going to take time to develop the issue in detail Wir haben leider nicht die Zeit, das im Detail zu besprechen, because it would run me over the time allotted. denn da haben wir eben den Zeitrahmen. But I think we can make the important points in the time that we have and show that the origin of life is a problem best solved by a creationist. Aber ich denke, die wichtigen Punkte können wir in der vorgegebenen Zeit auch behandeln und zeigen, dass die Frage des Ursprungs des Lebens am besten beantwortet wird aus kreationistischer Sicht. This gives an outline. Yeah, there we are. Okay, there's an outline of what I'd like to say, starting with what life is. Then, go ahead. Das ist jetzt die Gliederung meines Vortrags. Es beginnt damit, was ist Leben? Then, what materials we would need in order to explain how life could arise. Und dann, welche Materialien, Bausteine braucht man, um den Ursprung, die Entstehung des Lebens zu erklären? And then some of the theories, other than creation being one, but a couple other theories. Der dritte Punkt, einige Theorien, wie ist das Leben entstanden, also neben dem Kreationismus. And then a conclusion. Und dann die Zusammenfassung. First of all, life is based on the cell. All living organisms are based on cells. Zuerst einmal der Grundbaustein des Lebens ist die Zelle. Jede Lebensform besteht aus Zellen. So we can say the cell is the simplest form of life. Man könnte also sagen, eine Zelle ist die einfachste Lebensform. What does it take to make a living cell? Was ist nötig? Woraus ist eine lebendige Zelle aufgebaut? Well, you need a boundary to the cell, Eine Zelle hat erstmal eine Membran, which is in the form of a membrane, yes. ja, also sie ist begrenzt durch eine Hülle, durch eine Membran. Otherwise, you would have no distinct boundary between the environment and the cell itself. Und so hat man eben eine definierte Grenzlinie zwischen der Zelle und ihrer Umgebung. You need some method of processing materials. Man braucht irgendwie eine Methode, um Stoffe zu verarbeiten in der Zelle. And we can call that a metabolism. Wir nennen das Metabolismus oder Stoffwechsel. Then the third component would be information storage, Dann die dritte Komponente wäre, Informationen zu speichern. and the DNA fills that function. Und diese Funktion erfüllt die DNA. Now, the cell itself then is not just a single simple thing, it is a complex combination of systems, really. Aber die Zelle selbst ist schon nicht irgendein einfacher Grundbaustein, sondern sie ist eigentlich eine Kombination von mehreren komplexen Systemen. So the cell has multiple levels of complexity, would be the way I would say that. Man kann es auch so ausdrücken, die Zelle hat verschiedene Komplexitätsebenen. At the lowest level, you have little molecular machines, Auf der niedrigsten Ebene hat man kleine Molekularmaschinen. and then those machines are arranged into systems, Diese Maschinen werden dann angeordnet in Systemen and then those systems are arranged to make a living cell. und die Summe der Systeme ergeben dann eine lebendige Zelle. Just take a brief look at one component of the cell, the membrane. Schauen wir uns mal kurz eine bestimmte Komponente der Zelle an, nämlich die Membran. And the point that I would draw from here is that the membrane itself is not just a simple thing, but it is complex. Und was ich an diesem Punkt zeigen möchte, ist, dass selbst die Membran nicht irgendeine einfache Sache ist, sondern komplex. There are certain kinds of proteins that have to be present in there to control the movement of materials in and out of the cell. In der Membran muss es bestimmte Proteine geben, die steuern, welche Stoffe kommen in die Zelle hinein, welche gehen hinaus. Now,
I think we're all pretty much familiar with the idea that a cell is very complex. So it will not pursue that any further in terms of the systems. Ich denke mal, dass eine Zelle sehr komplex ist. Das ist für die meisten von uns nicht wirklich was Neues, deswegen belasse ich das dabei. So the cell, to repeat, is made up of systems, each of which is complex, and the systems that themselves work together in a matter of interdependence. Also noch einmal, eine Zelle besteht aus einer Anzahl von komplexen Untersystemen und alle gemeinsam bilden die Zelle und da gibt es auch eine gegenseitige Zusammenarbeit. So if we're going to explain how life came about, this is what we have to explain, this complexity. Wenn wir also die Frage beantworten wollen, wie ist das Leben entstanden, dann müssen wir hier ansetzen. Woher kommt diese Komplexität in der Zelle? All right, now what materials would we need to produce life? Also Punkt Nummer 2. Was bräuchte man dann für Bausteine für das Leben? Well, we would need water and other inorganic materials. Wir würden Wasser brauchen, auch andere anorganische Stoffe. We need proteins, lipids, carbohydrates, and nucleic acids. Man braucht Proteine, Fette, Nukleinsäuren, Kohlenhydrate und andere Moleküle. And some other kinds of organic molecules, yes. Auch andere organische Stoffe. So it's not such a simple prospect. There are many specifications that must be satisfied. Also das ist nicht so einfach zu beantworten oder einfach die Umstände für eine Zelle. Da müssen ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Now, these large biomolecules, such as proteins or carbohydrates, are made of smaller building blocks. Die großen Biomoleküle, die werden aus kleineren molekularen Bausteinen zusammengestellt. Proteins. Well, now we got it. Proteins are made of amino acids. This illustrates one of the amino acids. Das Bild dort ist eine Aminosäure und das sind die Bausteine, aus denen Proteine gemacht sind. And lipids are made of fatty acids and glycerol. This represents a fatty acid right here. Hier seht ihr eine Fettsäure darunter. Das ist ein Baustein zusammen mit Glycerin für Fette. And nucleic acids are made of nitrogenous bases, of which there's one here that doesn't show up very well. Nukleinsäuren werden aus stickstoffhaltigen Basen gemacht. Da seht ihr auch ein Bild, das sieht man aber nicht so gut. Carbohydrates are made of sugars. Und Kohlenhydrate bestehen aus Zuckern. There are specific kinds of molecules that have to be combined in order to make the big molecules that carry all this information. Man braucht also bestimmte Arten von Molekülen, um diese großen Moleküle herzustellen, die für das Leben wichtig sind. Now, when those smaller components are assembled into a big component, they are put into a sequence, and that sequence is important. Wenn man jetzt aus den kleineren Komponenten ein größeres Element zusammenbauen möchte, ist auch die Reihenfolge, wie die zusammengebaut werden, entscheidend. This is most easily conceptualized with proteins and nucleic acids because they come in a chain. Man kann das am besten veranschaulichen mit den Proteinen und mit den Nukleinsäuren, weil die in einer Kette aufgebaut sind. So the specific sequence of the units produces a molecule with specific chemical properties. Also je nachdem, wie man die Grundbausteine zusammenreiht auf einer Kette, hat man als Ergebnis ein bestimmtes Molekül mit bestimmten Eigenschaften. You can see from the diagram here, this represents a molecule of an enzyme. Ihr seht hier an dem Bild links, das ist ein Molekül eines Enzyms. And this represents a molecule of sugar called glucose. Da links das kleine ist ein Zuckermolekül, man nennt es Glucose. And this enzyme is capable of acting on that sugar and causing it to change chemically. Und dieses Enzym ist in der Lage, das Glukosemolekül zu beeinflussen und es chemisch umzuwandeln. But glucose has a particular shape. Aber Glucose hat eine bestimmte Form. And in order for it to fit
with the enzyme has to have a shape that corresponds to the shape of the glucose. Und natürlich muss das Enzym, das jetzt an der Glucose etwas bewirken möchte, von der Form her zu dem Glukosemolekül genau passen. And this requirement that an enzyme have a specific shape is a very important feature of living organisms. Dass also ein Enzym eine ganz bestimmte angepasste Form haben muss, ist eine ganz wichtige Voraussetzung in lebenden Organismen. So one of the first principles in thinking about the origin of life is how do you get molecules with specific shapes? Also eine Grundvoraussetzung, wenn wir über die Entstehung des Lebens nachdenken, ist, wie können wir Moleküle herstellen, wie können die entstehen, die eine ganz bestimmte Form haben. The information that regulates the assembly of those molecules is found in the DNA sequence. Die Information, die notwendig ist, damit die Moleküle in einer bestimmten Sequenz zusammengebaut werden, die befindet sich in der DNA. And I think most of us are familiar with DNA and recognize that that's the genetic material. Und ich denke, die meisten kennen das, DNA, und wissen, hier ist das genetische Material gespeichert. So, in order to produce life, the molecules must have these properties. Also damit Leben entstehen kann, brauchen die Moleküle folgende Eigenschaften. They have to have the shape that's appropriate for the chemical reaction that it's intended to do. Sie brauchen eben eine bestimmte Form, die notwendig ist für die chemische Reaktion, die sie bewirken sollen. And a living cell has many different kinds of these molecules, not just one or two, but thousands. Und eine lebende Zelle hat viele von diesen Eigenschaften oder Molekülen. Das sind nicht nur ein oder zwei, sondern Tausende. And those biomolecules must have rich information, that is, the specificity of the sequence requires a lot of information which is stored in the DNA. Und da ist auch eine Menge Information abzuspeichern in den Zellen, weil darin eben beschrieben ist, in welcher Reihenfolge genau die Moleküle zusammengesetzt sein müssen. In order to produce life, let's say out in the rocks somewhere, the materials must be available. Damit Leben entstehen kann, vielleicht aus irgendwelchen Gesteinen, Felsen, müssen die erforderlichen Materialien vorhanden sein. And in an unprotected environment, it would be difficult to imagine that you could have all the materials that you would need. And another difficulty is that you would have some materials that you don't want there, some that would be lethal. In einer ungeschützten Umgebung ist es sehr schwer, sich vorzustellen, dass man alle notwendigen Grundbausteine vorhanden hätte. Und das zweite Problem wäre, dass normalerweise Stoffe auch da sind, die schädlich sind, die man gar nicht haben möchte. So now let's look at some theories for how life could have originated. Schauen wir jetzt drittens uns einige Theorien über den Ursprung des Lebens an. Now, my preferred theory is creation. Meine bevorzugte Theorie ist die Schöpfung. But there are two other theoretical possibilities. Aber es gibt auch noch zwei andere theoretische Möglichkeiten. There could be a natural law that causes life inevitably, unavoidably. Die Entstehung des Lebens könnte einfach das unvermeidliche Resultat gewesen sein irgendeines Naturgesetzes. And another possibility is that it could just happen by accident. Eine dritte Möglichkeit ist, es ist einfach zufällig zustande gekommen. Well, what would you expect to see if life were created? Was würde man erwarten, wenn man davon ausgeht, das Leben wurde erschaffen? Well, evidence of purpose, I think, is suggestive that life was created. Ich denke, wenn man feststellen kann, da besteht eine bestimmte Absicht hinter dem, was man in der Schöpfung beobachten kann, es ist zielgerichtet, dann deutet das auf einen intelligenten Schöpfer hin. And complex information, particularly specified information, is something that in our experience, we only see in association with intelligence. Und auch komplexe Informationen, ganz bestimmte Informationen, das ist etwas, was wir in unserer Lebenswelt wahrnehmen als etwas, da steht immer ein intelligentes Wesen dahinter. And another
pointer toward intelligent design is the intelligence we see in humans. Ein anderer Hinweis auf intelligentes Design ist, dass wir selbst als Menschen Intelligenz haben. Let's look at some of those ideas. Schauen wir uns einige dieser Vorstellungen an. You've heard the name Richard Dawkins this weekend. Wir haben an diesem Wochenende schon den Namen Richard Dawkins gehört. He says, biology is the study of things that appear to be designed. Er hat mal gesagt, Biologie ist das Studium von Dingen, die so aussehen, als ob Design dahinter steht. Then he tries to he spends the rest of his book trying to persuade you that you can't trust the appearances. Und dann den Rest seines Buches verwendet er damit, uns zu überzeugen, dass man eben diesem Eindruck nicht trauen darf. But everyone, I mean, it's intuitive that we can see design in these biological structures. They seem designed, as Dawkins himself says. Aber jeder hat eigentlich diese Intuition, dieses Empfinden, ja, hier liegt etwas vor, dahinter steht Design. And even in the structure of the universe, we see so much purpose and design in the universe that some cosmologists have said, it looks like the universe was designed for us. Und das Gleiche ist, wenn wir ins Universum schauen. Da ist so viel intelligente Anordnung, Design, das ist irgendwie zweckgerichtet, dass selbst viele Kosmologen sagen, das muss jemand so geplant haben. And human beings themselves have purposes. Und auch wir als Menschen, wir haben Ziele, Absichten. If we are not created but just came about through some natural process, how do we get purpose out of molecules? Wie könnte das sein, dass wir selber Absichten verfolgen, wenn wir angeblich aus einem Prozess entstanden ist, der keine Absicht hatte, der einfach ungesteuert ablief? Now, complex information is a field of study that is relatively new, information theory. Entschuldigung. Die Informationstheorie, das ist ein Feld, das ist relativ neu erst, vor kurzem entstanden. And the idea of information has a great deal to do with the specification, that non-random meaning of symbols. In der Informationstheorie, da geht es sehr stark darum, dass Ordnungen nicht einfach zufällig irgendwie entstehen, sondern dass es spezifisch ist, gesteuert. I don't have time to go into the fine-tuning of the universe, the argument from that, but I mentioned it already. The universe has properties that don't seem accidental. Ich kann jetzt nicht in die Tiefe gehen bei dieser Sache des Feintuning des Universums, aber ich habe das schon kurz erwähnt. Man findet dort Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften vor, die zeigen, das muss jemand so eingestellt haben, das kann nicht zufällig sein. And the genetic code and the information used to make molecular machines just doesn't look like anything that would happen by accident. Und auch der genetische Code, wo die Informationen drinstehen, wie man molekulare Maschinen erstellt, das sieht alles einfach nicht nach Zufall aus. So I think creation is the best explanation for these features of life. Und deswegen denke ich, die Schöpfung ist für diese Kennzeichen des Lebens die beste Erklärung. Creation explains purpose in nature because the Creator himself had purpose. Die Schöpfung ist eine Erklärung für die Zielgerichtetheit in der Schöpfung, für die Planung, weil der Schöpfer selbst einen Plan und ein Ziel hatte. Creation explains the presence of information in DNA, for example, because the Creator is an intelligent being. Schöpfung erklärt auch, warum es Information, intelligente Anordnung gibt in der Schöpfung, weil der Schöpfer selbst ein intelligentes Wesen ist. Creation explains a human intelligence because it is patterned after a creator with intelligence. Die Schöpfung erklärt, warum Menschen intelligente Wesen sind, weil wir geschaffen sind im Bilde eines intelligenten Schöpfers. Now there's another theory that perhaps natural law makes living organisms inevitable.
Nun, es gibt eine andere Theorie, nämlich, dass durch eine Naturgesetzmäßigkeit das Leben unvermeidlich entstanden ist. There's been various ideas that have been suggested about how this could happen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie das geschehen sein könnte. One was the idea of spontaneous generation, which was disproved. Es gab einen Ansatz, das war die spontane Entstehung. Das ist allerdings widerlegt worden. And both vitalism and pantheism are the idea that the molecules have some kind of force in them that causes them to form living organisms. Und dann die zweiten und dritten Punkte, Vitalismus und Pantheismus. Beide gehen davon aus, dass in den Molekülen selbst irgendeine Art Kraft steckt, die sie dazu treibt, sich höher zu entwickeln. And I suppose in today's thinking, the closest idea to these is probably the idea of self-organization. In unserer heutigen Gesellschaft, im heutigen Denken würde man das wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit der Vorstellung der Selbstorganisation. Some scientists have proposed that the atoms and molecules just naturally tend to form living cells under certain conditions. Es gibt einige Wissenschaftler, die haben also die Idee vorgebracht, dass es einfach in der Natur der Atome und Moleküle liegt, dass sie sich so zusammen organisieren, dass lebendige Zellen entstehen. But the problem with this is the natural tendencies we see lead to death, not to life. Das Problem damit ist nur, dass die natürlichen Tendenzen, die wir beobachten können, genau das Gegenteil sind. Sie führen nicht zum Leben, sondern in den Tod. And if there was a natural law that caused molecules to assemble into living organisms, Wenn es ein Naturgesetz gäbe, das dafür sorgte, dass einfach die Grundbausteine sich zusammen organisieren zu einer lebenden Zelle, then you wouldn't expect organisms to die. dann würde man doch nicht erwarten, dass Organismen wieder sterben. But it is our experience, universally so, that organisms do Aber die. überall sehen wir das. Das ist unsere Erfahrung. Was lebt, stirbt wieder. So the search for the explanation for the origin of life through natural law has been quite unsuccessful. Also die Suche nach einer Antwort auf die Frage, wo kommt das Leben her, dass es durch Naturgesetzmäßigkeit entstanden ist, die war sehr erfolglos bisher. The other possibility is perhaps it occurred by chance. Die andere Möglichkeit ist, vielleicht ist es einfach zufällig entstanden. Well, let's just look at that idea briefly. Schauen wir uns diese Vorstellung kurz an. If we're talking about chance, then we need to examine the probabilities of events. Wenn wir von Zufall reden, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie wahrscheinlich sind die Ereignisse? Now, we don't know exactly what circumstances would be necessary in order for life to arise spontaneously. Wobei wir auch sagen müssen, wir wissen gar nicht genau, welche Umstände notwendig gewesen wären, damit spontan Leben entstehen kann. This has never been observed. Denn niemand konnte das je beobachten. But we do know some of the conditions that would be required. Aber wir kennen einige der Bedingungen, die notwendig sind. And our knowledge of those conditions makes it seem highly unlikely that chance could produce living organisms. Und schon diese Dinge, die wir kennen, machen es sehr unwahrscheinlich, dass das Leben zufällig entstanden ist. We can simplify the problem a great deal by just considering the origin of one protein molecule. Wir können die ganze Frage mal reduzieren und vereinfachen auf die Situation, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Protein zufällig entsteht. Suppose we consider the question of, is it likely that a protein molecule could arise by chance? Also stellen wir uns die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Protein zufällig entsteht? Well, in order to do that, we would need amino acids to link together to make the protein. Was wäre dafür notwendig? Also wir bräuchten Aminosäuren und die müssen sich in bestimmter Weise verbinden. Where would we get a source of amino acids? Wo wäre eine Quelle für Aminosäuren? Well, there are a few amino acids sometimes found in meteorites. Es gibt manchmal einige Aminosäuren, die man in Meteoriten findet. So they can
form by chance. The amino acids can form by chance in space. Also im Weltall können Aminosäuren zufällig entstehen. But the amino acids come with other kinds of molecules which would destroy any attempt or any possibility of the amino acids forming a protein. Aber die Aminosäuren sind immer begleitet von anderen Stoffen, die die Entstehung eines Proteins aus diesen Aminosäuren unmöglich machen. And when two amino acids are combined, a chemical bond forms between them. Wenn zwei Aminosäuren verkettet werden, dann gibt es da eine chemische Bindung zwischen ihnen. But amino acids can combine in more than one way. Aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Aminosäuren sich verbinden können. But in proteins, it must be a specific kind of bond called a peptide bond. Aber bei den Proteinen muss es eine ganz bestimmte Art der Verbindung sein, nämlich die Peptidbindung. So not only do we have to have a source of pure amino acids, but we have to combine them in a specific way chemically. Wir brauchen also nicht nur eine Quelle, eine reine Quelle für die erforderlichen Aminosäuren, sondern sie müssen sich auch in einer bestimmten Art verbinden. And then one other problem is that the amino acids come in two forms. Ein weiteres Problem ist aber, dass Aminosäuren in zwei Formen existieren. They are mirror images of each other, much like your two hands are mirror images of each other. Und zwar in spiegelbildlichen Formen. Das kann man sich so vorstellen wie die zwei Hände, links und rechts. And we can call them L forms and R forms. Und deswegen nennt man sie L- und R-Formen, links und rechts. When you have a mixture of amino acids, you have more or less equal numbers of L and R forms. Wenn man jetzt ein Gemisch von Aminosäuren hat, hat man normalerweise etwa gleich viel L- und R-Formen. But only the L forms are useful in the protein. Aber für ein Protein braucht man nur die L-Formen. So you have to select only L forms when both forms are equivalent chemically. That's a very difficult problem. Das ist also ein großes Problem. Man hat beide Formen vorliegen, aber auf irgendeine Weise braucht man einen Prozess, der nur die L-Formen rauszieht. And then the sequence that you put them together in must be a useful sequence. Und dann natürlich die Reihenfolge, wie man die Aminosäuren verbindet, die muss irgendwie Sinn machen. The probability of getting a protein even under the ideal conditions is very, very small. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Protein entsteht, selbst unter optimalen Bedingungen, ist sehr, sehr klein. And this is a little description of the problem of L and R forms. In an organism that is not managing these proteins, they tend to deteriorate and become back to equal numbers of L and R. They can transfer back and forth. Und das ist hier eine kleine Beschreibung des Problems mit den L- und R-Formen. Das ist, wenn diese Aminosäuren nicht in einem organisierten Organismus vorhanden sind, wenn man sie einfach sich selbst überlässt, dann zerfallen sie normalerweise wieder so, dass die Anzahl von L- und R-Formen sich ausgleicht mit der Zeit. If one looks only at a situation in which you have L forms of amino acids joining only with peptide bonds, and the only question you want to ask is, what is the chance of getting the sequence correct? Gehen wir einfach mal davon aus, wir hätten nur L-Formen und diese L-Formen würden sich nur über Peptidbindung zusammenketten. Wie groß wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtige Sequenz bekommen? The probability of getting a specific sequence of even just a short protein of 100 amino acids Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtige Reihenfolge in der Kette bekommen von nur einem kurzen Protein, sagen wir mal 100 Aminosäuren, is such a small number, it's even smaller by far than the probability of selecting a specific electron from anywhere in the universe. das ist eine so kleine Wahrscheinlichkeit, sie ist sogar kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass man ein bestimmtes Elektron herausfindet aus dem gesamten Universum.
In other words, the number of ways in which 100 amino acid places can be, the number of ways in which the sequence can differ is much greater than the number of electrons in the known universe. Oder anders ausgedrückt, die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten bei 100 Aminosäuren ist weitaus größer als die Anzahl der Elektronen im gesamten All. So the idea that chance could produce a living cell has been largely abandoned. Also die Vorstellung, dass eine lebende Zelle durch Zufall entstanden sein könnte, die hat man weitgehend verworfen. Here is I don't know if you can see, maybe you can't see that. It's another protein, a picture of a protein with a specific shape. Das ist leider hier nicht so gut zu sehen auf dem großen Schirm, aber ihr seht hier, da ist ein großes Molekül mit einer ganz bestimmten Form abgebildet, so rundlich. If you couldn't even produce one protein by chance, it's not reasonable to think about producing a whole cell by chance. Aber wenn man nicht mal davon ausgehen kann, dass ein einziges Protein zufällig entstanden ist, dann ist es natürlich völlig sinnlos, darüber nachzudenken, dass eine ganze Zelle durch Zufall entsteht. All right, let's look at what conclusion we might draw then. Gut, welche Schlussfolgerung können wir daraus ziehen? The simplest form of life is exceedingly complex. Schon die einfachste Lebensform ist unglaublich komplex. We talk about simple organisms and complex organisms. Wir reden manchmal über einfache Organismen und komplexe Organismen, In reality, there is no such thing as a simple organism. aber in Wirklichkeit gibt es überhaupt keinen einfachen Organismus. There are only complex organisms and more complex organisms. Es gibt nur komplexe Lebensformen und noch komplexere Lebensformen. Creation provides a reasonable explanation for the origin of life. Die Schöpfung bietet eine vernünftige Erklärung für den Ursprung des Lebens. There is no other explanation that does so. Es gibt keine Alternativerklärung. And I think science has provided us a valuable service Und ich denke, die Wissenschaft hat uns einen guten Dienst erwiesen, by showing us how complex life really is indem sie uns gezeigt hat, wie komplex das Leben wirklich ist and pointing us to the need for a creator. und uns die Notwendigkeit aufgezeigt hat, dass ein Schöpfer da sein muss. Now, when Charles Darwin wrote his famous book, Als Charles Darwin sein berühmtes Buch schrieb and when Ernst Haeckel was writing on evolution, und als auch Ernst Haeckel über Evolution schrieb, it was thought that the cell was just a mass of jelly, more or less. da hat man sich die Zelle mehr oder weniger als eine Masse von, eine weiche Masse vorgestellt. They had no idea how complex the cell is. Sie hatten überhaupt keine Ahnung davon, welche Komplexität da drin steckt. And so they could easily say, well, a cell could form just from the slime in the bottom of the sea. Und deswegen war es für sie nicht schwer zu sagen, naja, die Zelle, die ist wahrscheinlich entstanden einfach aus dem Schleim am Meeresgrund. But science has shown us that the cell is exceedingly complex, and the only reasonable explanation for its origin is a divine creation. Aber die Wissenschaft hat uns gezeigt, dass die Zelle unglaublich komplex ist und die einzige nachvollziehbare Antwort auf die Frage, wie sie entstanden ist Schöpfung. Now, if you'll show, yes. The best book that I know about on this subject was published in 2009 called Signature in the Cell by Stephen C. Meyer. Das beste Buch, das ich kenne über dieses Thema, das ist 2009 herausgekommen von Stephen C. Meyer, Signature in the Cell, die Signatur, die Unterschrift in der Zelle. And now I would just like to take a couple of minutes to show you something from our website. Jetzt möchte ich noch ein paar Minuten darauf verwenden, euch etwas zu zeigen von unserer Website. This is our web page. Das ist hier unsere Webpage. And there are three things I would like to make you aware of. Und ich möchte euch gerne auf 3 Dinge hinweisen. And they are pretty much, I think, under teaching and faith and science. Die befinden sich hier im Menü unter den Punkten Lehre, Teaching und Faith and Science, Glaube und Wissenschaft. Let me go to the teaching one first. Ich gehe mal erst auf Lehren.
Under Teaching Resources, Hier gibt es Lehrmaterial. you will see posters, and it doesn't show here, but there's a word posters there. Man sieht es hier nicht, es ist links abgeschnitten, aber dort steht Poster. And there is a series of Creation Day posters. Es gibt eine Reihe von Schöpfungstag-Postern. And if you look down through that, you will see that those posters are available in German. Und wenn man etwas runtergeht, sieht man, es gibt diese Poster auch auf Deutsch. Now, they may need some help with the language because we did have some help from a German speaker, but it's always good to have more eyes on it. Und vielleicht müssen die noch ein bisschen verbessert werden mit der deutschen Sprache. Wir hatten zwar einen deutschsprachigen Helfer, aber es ist immer gut, wenn mehrere Augen rüberschauen. But there's a series of 7 posters, one for each day of creation, Aber es gibt ja eine Serie von 7 Postern für jeden Schöpfungstag 1. and each poster gives information about how the events of that creation day are designed to support life. Und auf jedem Poster ist beschrieben, wie die Ereignisse dieses Schöpfungstages dazu beigetragen worden, geplant worden sind, das Leben möglich zu machen. How does light support life? How does the atmosphere support life? How does the land support life? Was trägt das Licht zum Leben bei? Wie unterstützt die Atmosphäre das Leben? Warum ist das Land wichtig für das Leben? And if you are a teacher or a pastor or a youth leader, feel free. Anyone can download these posters and print them off any way you want and use them in the way that you would like. Und wenn du Lehrer bist oder Prediger oder Jugendleiter, du bist eingeladen, herzlich das zu benutzen. Jeder kann das einfach runterladen für seinen Gebrauch. The other material is here under Faith and Science, Dann möchte ich euch noch was anderes zeigen unter Faith and and Science, this is all in English, I'm sorry. Glaube und Wissenschaft, aber das ist leider nur Englisch. Es tut mir leid. But over on the right-hand side, you will see a list of articles and topics. Aber hier auf der rechten Seite seht ihr eine Liste von Artikeln und Themen. And these categories have links to various articles. Let's say Creation and Science, for example. Da gibt es verschiedene Kategorien, Schöpfung und die Bibel. Ich gehe jetzt mal auf Schöpfung und Wissenschaft und da sind wieder Verweise auf Artikel. And then you will find articles on creation and bioethics, philosophical aspects, cosmology, age of the earth, and so on. Zum Beispiel, da sind dann Artikel über Schöpfung und Bioethik, philosophische Aspekte, Kosmologie und die Bibel, das Alter der Erde und so weiter. And if you click on one of those, we should find, Und wenn ich darauf klicke, there we come. It's a little slow. es dauert ein bisschen hier. I think my computer has too many bugs on it, probably. Wahrscheinlich hat mein Computer zu viele Bugs. There we are. Here are some articles. Also hier seht ihr wieder eine Liste von Artikeln. Articles that deal with the age of the earth, I think it is in this case. This is articles that deal with studies that have been done in either geology or paleontology. Also hier geht es jetzt um das Thema Geologie und Paläontologie. Das sind Artikel darüber. And someone was just asking me yesterday, we were talking about the Yellowstone fossil forests. Und jemand hat mir gerade gestern die Frage gestellt, wir haben über den Yellowstone Park gesprochen und über die versteinerten Wälder. And there's that article right there by Harold Coffin. Und dort findet ihr einen Artikel von Harold Coffin. Okay, so that's the second resource that I think could be useful to you. Das ist also die zweite Informationsquelle, wo ich denke, das könnte euch nützen. Then let's see if I can find that third one. Und jetzt schaue ich mal, wo das dritte ist. I think it's under teaching. Ich glaube unter Lehrmaterial. It's called frequently asked questions. Now, I'm not even sure where to find it, am I? Das ist unsere FAQ-Liste, die oft gestellten Fragen.
There's many reviews of videos, PowerPoints and things that a teacher could use. Es gibt hier auch Videos und Here it is, right there. PowerPoint-Präsentationen für Lehrer. Da oben ist It's es. hidden in plain sight, yeah. Manchmal sieht man den Now, Wald vor lauter Baum nicht. frequently asked questions is an opportunity for you to check on questions like fossil humans, dinosaurs, creation and science, age of the earth, radiocarbon dating. There's many questions in each topic. Also da gibt es zu bestimmten Themenbereichen Fragen, die sehr oft kommen. Das Alter der Erde, Schöpfung und Wissenschaft, Dinosaurier, menschliche Fossilien oder Datierungsmethoden. Now, I bring those to your attention just because there may be someone who could use that. I recognize that it would be nicer if they were in German, but this is what we Ja, have. ich stelle euch das vor, weil ich hoffe, dass doch einigen das hilfreich sein kann. Aber natürlich ist mir klar, es wäre viel besser, es würde auf Deutsch vorhanden sein. Okay, that will end our presentation, and we can perhaps. Gut, damit möchte ich schließen, Discuss a den little Vortrag, und vielleicht haben wir jetzt noch Zeit für Fragen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Gibson, für Thank you very much, diese Dr. sehr Gibson. informative For this very informative Lecture, die du lecture. gegeben hast. Ich war immer sehr interessiert an Biologie, als ich noch in der Schule war, aber ich bin kein Biologe und deshalb kann ich auf dieser Ebene sicher nicht gut mit dir diskutieren, aber ich habe trotzdem eine Frage. Es gibt ja eine Frage, die vor allem auch in der berühmt-berüchtigten Abtreibungsdebatte immer wieder vorkommt. Und das ist die grundsätzliche Frage, wann beginnt Leben? Jetzt bezogen auf das menschliche Leben. Was haben wir hier vor uns? Haben wir eine Art Dominoeffekt? Das heißt, irgendwann ist Leben mal angestoßen worden und seitdem reproduziert sich Leben? Oder ist es tatsächlich berechtigt zu sagen, jeder Mensch ist eine einzigartige Schöpfung Gottes, weil er jedem einzelnen Lebewesen neu das Leben gibt? Gibt es da eine Antwort, die man geben kann? Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage, aber ich denke, es ist eine Frage, die viele bewegt. Partly, at least. Is life, has it arisen, has God given life once? Now this is only a chain reaction from the first trigger, or for each individual being is he again giving his life, so this human being. The best answer I could give, I think, is yes. Ich glaube, die beste Antwort, die ich geben kann, ist ja. I'm not an expert in bioethics and these kinds of questions, but they are interesting questions and they are practical questions. Also ich bin da kein Experte in der Bioethik, aber das sind interessante Fragen und es sind ganz praktische Fragen. But the way I understand God's activity in nature is that it occurs in two different ways. Aber so wie ich Gottes Aktivität in der Natur verstehe, taucht das auf in zwei verschiedenen Formen. So in one way we talk about God, we could use the word creating. Auf der einen Seite können wir von einer Schöpfung sprechen. And God created Adam and Eve. Gott hat Adam und Eva geschaffen. In that sense, he didn't create me. In diesem Sinne hat er mich nicht geschaffen. Genesis 2 says, on the seventh day God rested from all the work which he had created and made. 1. Mose 2 sagt ja, am 7. Tag hat Gott geruht von all dem, was er gemacht und geschaffen hat. He is no longer creating Adams and Eves. Also die Schöpfung ist beendet. Er schafft nicht noch weitere Adams und Evas. On the other hand, God continues to sustain the universe. Auf der anderen Seite ist Gott ständig noch dabei, das Universum zu erhalten. I think if God were to go to sleep, Ich denke, wenn Gott sich schlafen legen würde,
the universe would disappear. Dann würde das Universum verschwinden. Because it is only here because his continuous power sustaining it. As I think is hinted in Hebrews 1:3. Es existiert nur, weil seine erhaltende Kraft es ständig hält. Und ich denke, das ist in Hebräer 1, Vers 3 angedeutet. And so David can say, is it Psalm 139, I think, that you were there in the womb forming me. Und so kann David sagen, in einem Psalm, du hast mich im Mutterleib geschaffen, And geformt. so God is active in sustaining the very molecules that make up my body. Gott ist aktiv, er erhält selbst die Moleküle, die meinen Körper formen. So perhaps we could say at the beginning we could use the term create, and after that made or form. Bara, asa might be good Hebrew equivalents, but it's a complex question that's really, I wouldn't presume to be an authority in that. Also vielleicht kann man sagen, gut, am Anfang hat er geschaffen und dann später macht er oder formt er, so wie die hebräischen Worte bara, assam. Aber das ist eine sehr schwierige Frage, da glaube ich nicht, dass ich Experte bin. Ich habe auch den Eindruck, es ist eine sehr schwierige Frage, weil die Frage entsteht ja, sind die Bausteine, von denen du auch gesprochen hast, und die Befruchtung der menschlichen Eizelle ist ja nur ein Beispiel. Die Bausteine sind bereits Leben oder erst die Kombination der Bausteine ist dann der Ursprung des Lebens. Is the origin of life? Is life already in the component itself, or is it just a combination of certain components that makes it life? From one generation to the next, there is never a break in the existence of living tissue. Von einer Generation zur nächsten gibt es nie eine Unterbrechung in der Existenz von lebendem Gewebe. So the question I think that really is important to us is not when does life begin, because life is continuous. Also die Frage, die für uns wichtig ist, ist vielleicht nicht so sehr, wann beginnt das Leben, weil das Leben eigentlich nie aufgehört hat. Das ist ununterbrochen. But when does individuality begin? Sondern die Frage, wann beginnt Individualität? At what point in my development did I become a person? Wann in meiner Entwicklung bin ich zu einer Person geworden? And I think if we were to ask each person, we would get some different answers. I don't think everyone sees it quite the same. Und ich denke, wenn wir ins Publikum fragen würden, dann bekämen wir verschiedene Antworten. But I think the question is greatly complicated by certain teachings that at certain point a soul is put into the system. Aber ich glaube, die Frage wird verkompliziert durch bestimmte Lehren, wo man sagt, an einem bestimmten Punkt kommt eine Seele in den Organismus. If you believe that humans are a soul, Wenn man glaubt, dass der Mensch eine Seele ist, rather than humans have a soul, statt dass der Mensch eine Seele hat, the question has a different context in dann which to address it. steht die Frage in einem anderen Zusammenhang. In fact, it may not be quite as significant theologically as it would be to someone who is wondering just when the soul is put in, because we don't think the soul is put in. Und vielleicht ist die Frage für jemanden, der eben nicht an die Seele glaubt, als etwas Separates, gar nicht so wichtig theologisch, wie für jemanden, der sich überlegt, wann kommt die Seele in den Menschen hinein. Habe ich dich richtig verstanden, dass Did I das get you right? Hauptargument in der Frage Ursprung des Lebens gegen die evolutionistische Auffassung des Zufalls das ist, dass die Komplexität dagegen spricht. Die Komplexität dessen, was wir in einer Zelle und in der Entstehung von neuen Zellen feststellen können. Wäre das Hauptargument? Denn es könnte ja durchaus sein, laienhaft verstanden, wenn es Leben schon immer gegeben hat, wie du gerade gesagt hast, Leben ist schon immer, lebendiges Gewebe hat es schon immer gegeben, dann könnte ja der Evolutionist argumentieren, naja, das ist eben irgendwann mal, ohne dass wir wissen, wie es entstanden ist, gekommen und das setzt sich jetzt einfach im Dominoeffekt fort.
Aber habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, es ist die Komplexität dessen, was wir da vorfinden, das eine planerische Intelligenz dahinter vermuten lässt oder sich eigentlich aufdrängt? That is certainly a major point. The complexity we need to combine that with the idea of information. Das ist mit Sicherheit ein wesentlicher Punkt, die Komplexität. Und ich würde das noch zusammentun mit der Information. It is exactly what evolutionists propose, that at some time in the distant past, life originated, and from that point on, it has simply evolved through natural processes. Und das ist genau das, wie Evolutionisten das auch sehen. Irgendwann in der Zeit ist das Leben entstanden und von der Zeit an hat es sich einfach weiterentwickelt. Ich denke, wir sind uns einig. I think we Wir agree. rühren hier an ein göttliches Geheimnis. Und es ist gut, dass wir manches erkennen können, auch durch die wissenschaftliche Erkenntnis. Aber es ist mein Eindruck, und hier spricht der Theologe in mir, Gott hat hier Dinge als Geheimnis bewahrt, die wir nie ergründen können, eben weil wir nicht Gott sind. And you can probably provide a text to back that up. The secret things belong to the Lord. Wahrscheinlich hast du auch einen Belegtext dafür. Die geheimen Dinge gehören dem Herrn. Okay, herzlichen Dank. Thank you very much.